Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Polster und ich möchte Ihnen die erweiterten Möglichkeiten der Positionierung und Stahllistenerzeugung in Sophistical Reinforcement Detailing zeigen. Es geht darum, wie die Positionsnummern mit dem Bauablauf und/oder den Bewährungslagen in Einklang gebracht werden können. Ja, um dann später auch die Stahllisten entsprechend Baufortschritt für Ihre Bestellungen generieren zu können. Sie sehen hier eine Bodenplatte, in der ich mal exemplarisch hier farblich zu sehen Betonierabschnitte gebildet habe. Wählen wir die Phase 1. Zuerst sollen also diese beiden Bereiche betoniert werden, dann die zweite Etappe, die dritte und so weiter. Den Rest können wir uns vorstellen. Wechseln wir hier rüber in die Ansicht. Wir sehen, ich habe auch bereits Bewährungen eingelegt. Die Platte ist nicht allzu dick. Wir kommen hier ganz klassisch mit 4 Bewährungslagen zurecht. Nun zur Positionierung. Um unsere Stabstahlverlegungen einer gemeinsamen Position zuzuordnen, muss bekanntermaßen der Durchmesser, die Biegeform, Stablängen, das Material und so weiter gleich sein. Aktuell habe ich meinen Plan einmal ganz klassisch beginnend mit der Positionsnummer 1 durchnummeriert und wie hier im Sophistik-Parameter am Plan zu erkennen, haben wir insgesamt 47 unterschiedliche Stabstahlpositionen. Für eine gewisse Flexibilität in der Vergabe dieser Positionsnummern bedarf es gewissen Einstellmöglichkeiten, die ich Ihnen nun in 3 Schritten erläutern möchte. Wir wechseln zum Tab Positionen. Für die Gleichheitserkennung gibt es hier im Einstellungsdialog nun zusätzliche Kriterien, die von Ihnen gewählt werden können. Neu ist hier die Lage, in der sich die Eisenverlegung befindet, sowie der sogenannte Sophistic Member. Der Sophistic Member ist eine von Ihnen sehr frei definierbare Bewährungsgruppe. Das könnte jetzt beispielsweise bei einem kleinen Häuschen die Garage und das Wohnhaus sein. Also hätten wir dann den Member Garage und den Member Wohnhaus. Hier in meinem Beispiel möchte ich die Betonierabschnitte meiner Bodenplatte als Member verwenden. Somit haben wir 6 Member und wie erwähnt 4 Bewährungslagen. Wir wählen nun diese beiden zusätzlichen Kriterien aus und bestätigen mit OK und starten die Positionierung erneut. Jetzt ist natürlich keine große Überraschung, dass es mehr Positionen werden. Schauen wir hier, der Sophistik-Parameter, wir haben jetzt 57 Positionen, vorher waren es 47. Es gibt also gleiche Eisen in unterschiedlichen Betonierabschnitten oder Lagen, die ja jetzt nicht mehr als gleich betrachtet werden, so dass sich die Anzahl der Positionen natürlich erhöht. Wenn wir jetzt von Bauablauf sprechen, bringt uns das direkt zum zweiten Punkt. Es reicht eben nicht, die Positionsnummern zu gruppieren. Wir möchten sie jetzt auch noch sortieren, also in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Dafür gehen wir erneut in die Einstellungen und können die Kriterien wählen, nach denen sortiert werden soll. Wähle den Layer, die Sophistic-Lagen und unseren Sophistic-Member. Nun ist auch die Reihenfolge hier entscheidend, in welcher Hierarchie sortiert werden soll. Wir nehmen den Member, also unsere Betonierabschnitte, nach oben, weshalb das Programm sich eben den ersten Betonierabschnitt schnappt und innerhalb dieses Abschnitts werden die Bewährungslagen durchlaufen. Anschließend geht es weiter zum Betonierabschnitt 2 und so weiter. So. Zurück zu unserem Plan und ich zoome mal hier ein bisschen ran, um zu beobachten, was jetzt passiert. Aktuell sind unsere 57 Positionen noch quer über die gesamte Bodenplatte verstreut. Jetzt starten wir die Positionierung erneut und an der Stelle legen wir jetzt nochmal einen Zwischenschritt ein, und zwar den Schritt 3, denn wir sehen hier nun eine Schrittweite, die ich einmal aktivieren möchte. In diesem Aufklappmenü kriegen wir jetzt genau die Kriterien angeboten, die wir für die Sortierung ausgewählt haben. Ich möchte jetzt den Sophistic Member wählen. Nun können wir die Schrittweite festlegen. Ich möchte das hier bei 100 belassen. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Programm 100 Stellen weiter nach vorne springt beim Übergang von einem Betonierabschnitt zum nächsten, sondern es wird eben auf das nächste Vielfache von 100 gesprungen. Mal angenommen, der Abschnitt 2 endet mit
der Nummer 237. Dann geht es im Abschnitt 3 mit der 300 weiter. Damit die 100er Nummern nun auch gut zu unserem Betonierabschnitt passen, möchte ich hier noch die Startnummer 100 festlegen. So, fertig, los geht's. Ich wähle hier in unserer beschrifteten Ansicht mal die Phase 1. Genau, das waren diese zwei Bereiche. Wir sehen hier sehr schön, dass hier jetzt nur noch die 100er Nummern zu sehen sind. Schauen wir nochmal. Phase 2, die 200er Nummern, die 300er und so weiter. Wunderbar. Übrigens ist es nicht erforderlich, die Revit-Phasen hier zu verwenden. Füllen Sie einfach den Bewährungsparameter Sophistic Member frei nach Ihren Wünschen. Für die Bewährungslagen gibt es hier einen Befehl, der allen Verlegungen automatisch die Information ihrer Lage zuweist. Ein guter Moment, um auf unsere Online-Dokumentation hinzuweisen: Fahren Sie mit der Maus über den Befehl, drücken F1 und erfahren alles über den Lagenbefehl und die Lagendefinitionen. Kommen wir zum letzten Schritt, in dem wir nun auch unsere Stahllisten entsprechend Baufortschritt individuell erstellen werden. Beginnen wir mit dem Befehl Stahllisten erstellen, indem wir mehrere Listen gemeinsam generieren können. Neu ist hier die Möglichkeit nun getrennt für unsere Betonierabschnitte, hier 6 Stück, oder für unsere Bewährungslagen, hier unsere 4 Bewährungslagen, getrennte Listen generieren zu können. Wenn wir die Member und die Lagen wählen, sehen wir, werden das hier schon relativ viele Listen. Starten das Ganze mal mit OK und jetzt wird für jeden Betonierabschnitt eine getrennte Liste generiert. Die Listen öffnen sich hier im DocX-Format. Übrigens können Sie im Einstellungsdialog auf dem Listen-Tab einstellen, ob Sie gleich direkt PDFs und Maschinensteuerdateien zum Versenden an die Bäckerei gleich mit generieren möchten. Jetzt haben wir natürlich hier 6 Listen offen, schließen diese und hinzugekommen ist ein zweiter ganz neuer Befehl, um benutzerspezifische Stahllisten erzeugen zu können. Hier können Sie eine individuelle Auswahl der Bewährungslagen, Member und Revisionen treffen, welche innerhalb einer Liste aufgeführt werden sollen. Ich möchte zur Demonstration mal den Betonierabschnitt 3 wählen, die beiden unteren Lagen, und hier wurden auch Eisen erkannt, die keiner Lage zugeordnet wurden. Das könnten zum Beispiel die Steckbügel am Plattenrand sein. Diese möchte ich eben gemeinsam mit unseren unteren Lagen exportieren. Dann wählen wir OK und werfen einen Blick in die Liste. Wir sehen gleich hier die Positionsnummern, die mit der 300 beginnen. Ja, und damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.